Wir haben den 14er Schlüssel meines Bordwerkzeugs geopfert und als notdürftigen Bremshebelersatz montiert. Panzertape und Kabelbinder. Das Erste-Hilfe-Set für Mopeds und Unbeholfene wie uns. Axel schwört, dass es besser denn je funktioniert. Der Schlüssel klebt noch heute dort. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Wir hatten zwei Optionen. A. Teile skippen und tiefer wieder in den TED einfädeln. B. Alles wieder zurück. Und das haben wir gemacht. Tag 2 unseres Kurzausflugs wird der Tag der Begegnungen werden. Davon darfst du ausgehen. Wenn du nicht vorhast, den TED bei Eis und Schnee zu fahren, triffst du früher oder später auf Gleichgesinnte. Beim nächsten Mal, wenn ich TED fahre, werde ich vorab Wetten annehmen, welchen Nationalitäten man so begegnen wird. Gib's zu, du hast jetzt zuerst an Deutsche gedacht. Kein schlechter Tipp. Aber die ersten waren Esten. Yesterday. We ate snails for the first time in our life. What? Snails. The snails? Has it been a good choice? It was an appetizer. Mehr als ein Appetithäppchen ist unser interkulturelles Zusammentreffen auch nicht geworden. Sie waren flott, die Ersten, und wir mussten abreißen lassen, um unsere Gruppe nicht zu zerreißen. Vielleicht lag es ja auch nur daran, dass es die ersten Tageskilometer auf Schotter waren, aber dieses kleine Stück TED von Letinac nach Daba war nicht so ganz ohne. Nicht überfordernd, nein, aber eben so, dass der Tag mit einem Schlag da war. Die Piste ist ein bisschen enger und ein bisschen steiler, die Spurrillen tiefer, der Boden weicher und zerklüfteter. Also eigentlich genau das, was ich mir vor meiner Haustüre wünschen würde. So eine Schwammersucherstrecke. Wir haben uns nur kurz verloren und wieder zusammengefunden, zusammengerauft, innegehalten und irgendwie sowas wie wortlos Treue geschworen. Und genau da haben wir sie das erste Mal gesehen. Diese Schilder, die wir alle schon aus den unterschiedlichsten Videos kennen und die uns von jetzt an begleiten werden. Die Warnungen davor, dass irgendjemand irgendjemanden auf die denkbar grausamste Art ein Bein zu stellen versucht hat. Und das macht etwas mit einem. Wir biegen jetzt in die Senkebene von Daba ein. Dort ist es schön. Idyllisch, so im Sinne einer stifterschen Erzählung. Und so schön von hier weg alle Landschaft ist, sie leugnet nicht, dass sie vorgestern noch im Krieg gelegen hat. Als wäre man zurückgeworfen ins letzte Jahrhundert. Und wir befinden uns bestimmt nicht mal an einem besonderen Schauplatz vom Krieg, von dem ich nichts verstehe. Sofort fühle ich mich, als würde ich diese frische Luft stehlen, die ich da atme und zerschneide. Ein bisschen so, als würde ich stören. Und andererseits, wie soll sich dieses Gefühl von Misstrauen, das ich da empfunden habe, je ins Bessere verkehren, wenn ich und andere ewig diese Plätze meiden? Gefühlt wie durch Vorgärten und Richtung Osten geht's gegen die Sonne, der wir dann südwärts folgen werden. Der Tag ist klar, der Himmel so blau und die wenigen Wolken gar nicht so weit oben waren schon nimmer da, so wie ich das zweite Mal hochgesehen habe. Grad jenes Wetter, das in einem verhangenen Alpenvorland sitzend das Fernweh lostritt, konterkariert mein Grübeln.
Gedanken und Gefühle sind bekanntlich Passagiere im Waggon einer Achterbahn und jetzt geht's eben wieder bergauf. Wieder Wald, wieder Rallyepiste, allmählich im rotfarbenen Kiesel. Wir ziehen mit dem Tempo etwas an. So gar keine Schwierigkeiten und weil so einladend, spiele ich mich ein wenig mit der Kamera und wir exerzieren den Formationsflug. Wenn ich diese Bilder jetzt sehe, bin ich wieder mittendrin, zurückversetzt, angenehm angespannt, durchgeschüttelt. Bin ich nur nah genug dran am Objektiv, wird selbst das Geradeausfahren zum sinnlichen Erlebnis. Es ist schon merkwürdig, dass die Sprache der Kamera da am verständlichsten ist, wo die Wirklichkeit aufhört und die Inszenierung beginnt. Denn die Wahrheit, gesundheitliche Erwägungen halten einen davon ab, Rad an Rad zu fahren. Gut, dass wir, noch bevor ich übermütig werden kann, auf Axel und Joey treffen. Wieder keine Deutschen. Isländer. Noch C5 nach hinten. Die beiden haben uns knallhart abgefangen. Das hätte am Ego kratzen können, wo wir doch gerade mit dem Wind geritten sind, aber sieh hin und es wird klar. Sie sind auf Einhörnern und grober Stolle unterwegs. I guess you will be a little faster than we can take the pace. We are not hurried. Oh, it's okay. And we don't have any plan. Just drive and stop somewhere in the evening and... Gut, Joeys 690er mit Roadbook Tower kennt man irgendwie, aber Axels AJP? Genauer, PR7650 Adventure nie in freier Wildbahn gesehen. Und um ehrlich zu sein, bis hierhin noch nicht einmal davon gewusst. Zumindest 4 von uns navigieren an dieser Stelle gleichzeitig und trotzdem biegen wir rechts ab, wo es links lang hätte gehen müssen. Und die Strafe folgt auf den Fuß. Man gibt sich ja die Blöße nicht, aber tümpeln trifft's. Und schau, es hat seine Vorteile, wenn man so wie ich zu kurze Beinchen für die hohen Stelzen hat und zum Stehen gezwungen ist, wo alles in einem schreit, am Boden zu bleiben. Und trotzdem funktioniert's nicht immer. Wir sind falsch, wir müssen näher runter.
Das Intermezzo anerkennend als Feuertaufe gefeiert, trennen sich die Wege wieder. Das heißt, eigentlich nehmen wir denselben, aber wir versuchen erst gar nicht mit den beiden mitzuhalten. Auch wenn unsere Begegnung offensichtlich mitreißend gewirkt hat. Es dauert 1-2 Kilometer, bis ich mich wieder auf eine intuitivere Geschwindigkeit drossle. Und noch etwas anderes führt dazu, dass sich die Fahrt von hier ab zumindest schneller anfühlt. Der von Axel und Joey frisch gespurte Track macht es unnötig zu navigieren. Irgendwann hatte ich das theoretisch schon verstanden, dass sich aus eben diesem Grund kein Fahrer im Spitzenfeld einer Dakar um Etappensiege reißt. Es macht einen bedeutenden Unterschied im Vorankommen. Der TED verändert sich. Noch ist es am Video nicht so gut erkennbar, aber nach der Ebene hat man sozusagen die Spur gewechselt. Wir befinden uns jetzt im östlichen Teil des Landes, näher an der bosnischen Grenze als an der Küste. Ich kann nur mutmaßen, dass das damit zu tun hat, dass die Wege unebener werden. Nicht zwingend schwieriger, nur belassener, unbeachteter, wenn du willst, archaischer. Wir wussten ja nicht, was noch werden mag. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir drei uns längst damit arrangiert, dass uns der Wald verschlungen hält, um uns irgendwo am Ende wieder auszuspucken. Hast du gerade echt Wasser aus dem Stiefel ausgelassen? Wir haben keine Flüsse gefurtet. Nur in der Fantasie. Aber ich glaube, Nox hat genauso am Narrativ gebastelt wie ich. Manchmal wird mir die Absurdität dieses Unterfangens auch bewusst. Lassen will ich's trotzdem nicht. Passt doch ins Bild, dass genau jetzt die Lokalmatadoren aus dem Unterholz stechen, selbstredend die echten strapaziösen Abenteuer im Nacken und mit tunlichst unmerklichem Verweis auf unser Gepäck und Reifen spotten, doch lieber am Kindergeburtstag des breitgetretenen Teds zu bleiben. Yeah, it's a local enduro crew from Banja Luka, and every year they're organizing a ride. This year it's around Bihać, going to Drvar and something like that, 200 kilometers. Cool. Scenic rides with springs and waterfalls and some. Nice. Yeah, it's a real enduro style. While we can, because I heard that in your country you cannot drive No, freely. nothing. No. Nothing. They shoot you. Yeah, but just don't go to. This is the pipeline. You will see that's pipeline that's connecting capital with the sea. It's not for driving. Not for driving. Yeah, it's a hard enduro Okay. style. Even if you see paths in the beginning, that's nice. Oh, yeah, we could try it, something, but after it's coming bumpy and not so good. Uh-huh. Stay on the track. But we have to go this way. Yeah. Yes. That's okay. But you will see now it's crisscrossing that pipeline that's underground. Mhm. And you see it's nicely flat, but not so good. Okay. But you've seen it here before. So. I've not seen it. Too concentrated with the With the bad driving, tires yeah. because I focus Slipping around. That's when you have bald tires. Always working on the road. Nicht, dass die Jungs unfreundlich oder feindselig gewesen wären, ganz im Gegenteil. Sie haben uns dazu eingeladen, mit ihnen im nächsten Ort Mittag zu essen, was wir auch sicher getan hätten, hätten wir sie dann wiedergefunden. Igor hat eine kleine Proberunde auf meinem Schlachtschiff gedreht, man hat Kontaktdaten getauscht und ein bisschen über den Karten philosophiert. Diese kompetitive Stimmung, die ich da zu spüren geglaubt habe, so ehrlich muss ich sein, war wohl eher meine eigene Innerlichkeit,
als irgendein Federhandschuh. Und um ehrlich zu bleiben, langsam, aber mit jedem Kilometer, der hinter mir lag, gewisser werdend, hat mir etwas gefehlt an diesem Tet. Das haben mir die Jungs da mit dem abgerissenen Nummerntafelhalter nur noch bewusster gemacht. Irgendwie hetzt man sich durchs Dickicht, weil doch irgendwo dieser Schatz versteckt sein muss. La grande bellezza oder die Grenzerfahrung. Ein Risiko, für das ich mich entscheiden kann und will. Nein, zweiteres klingt jetzt schlimmer, als dass ich es meine. Ich hätte nicht vor, mich auch nur annähernd in eine Situation zu begeben, die ernsthaft gefährlich wäre. Das ist es nicht. Das Risiko muss jenes sein, zu scheitern und die Grenze die meines persönlichen Vermögens. So ein Ritt auf der Rasierklinge, ganz sprichwörtlich, nicht als Mordwerkzeug, sondern als Balanceakt. Axel tickt da ähnlich. Bleiben die Bedingungen konstant, reagiert er darauf mit dem rechten Handgelenk. Und freilich, Geschwindigkeit ist immer eine Möglichkeit, Gegebenes schwieriger zu machen, das Herz fester klopfen zu lassen. Ist aber genau das, was sich in Wahrheit am wenigsten kontrollieren lässt und im Fall der Fälle die gröbsten Verletzungen verursacht. Wir sind nicht gerast, das stimmt ja so nicht. Aber Knox hat nicht mehr mit am Gasseil gezogen. Er ist vernünftig geblieben und hat nicht mal eben fast den Gegenverkehr abgeschossen. Du hast es ja gesehen, er hatte ja schon kalte Füße und musste sie nicht erst bekommen. Nein, Spaß beiseite. Mit dem nächsten Sammelpunkt musste ein strategisches Timeout genommen werden. Gruppenpsychohygiene. Es ist nur fair zuzugeben, dass nicht immer alles eitel Wonne ist. Jetzt wird's Zeit für einen Battery Change.